Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hallo Ben, wie geht es dir heute? Hallo Ava, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es gut. Ich habe an ein Gespräch gedacht, das ich neulich hatte, und ich wollte es mit dir teilen. Das klingt interessant. Worüber habt ihr gesprochen? Es war mit meinem älteren Bruder Tom. Wir haben über meine Zukunft und meine Karriereentscheidungen gesprochen. Oh, ich verstehe. Was hat Tom gesagt, das dich zum Nachdenken gebracht hat? Tom hat mich gefragt, was ich wirklich mit meinem Leben machen möchte. Er sagte, dass viele Menschen Berufe wählen, weil sie das Gefühl haben, es tun zu müssen, nicht weil sie es wollen. Das ist eine tiefgründige Frage. Was hast du ihm gesagt? Ich habe ihm gesagt, dass ich Kunst und Design mag, aber ich auch das Gefühl habe, Druck zu verspüren, einen sicheren Beruf wie Betriebswirtschaft oder Ingenieurwesen zu wählen. Das verstehe ich. Viele Menschen empfinden das so. Hat Tom dir irgendwelche Ratschläge gegeben? Ja, hat er. Er sagte, es sei wichtig, seiner Leidenschaft zu folgen. Er erzählte mir eine Geschichte, wie er seinen Weg in der Musik gewählt hat, obwohl es nicht der einfachste Weg war. Das ist inspirierend. Wie hat dich seine Geschichte beeinflusst? Toms Geschichte hat mir klargemacht, dass es in Ordnung ist, Risiken einzugehen. Er sagte, wenn man liebt, was man tut, wird man hart arbeiten und glücklich sein. Da stimme ich zu. Wenn man etwas tut, was man liebt, fühlt es sich nicht wie Arbeit an. Genau. Tom erinnerte mich auch daran, dass das Leben kurz ist und wir unsere Zeit damit verbringen sollten, Dinge zu tun, die uns lebendig fühlen lassen. Das ist ein guter Punkt. Manchmal vergessen wir, dass unsere Entscheidungen unsere Zukunft prägen. Ja, und ich denke, viele junge Menschen fühlen sich verloren, weil sie dem folgen, was andere von ihnen erwarten. Ich habe mich auch schon so gefühlt. Es ist schwierig, einen Weg zu wählen, wenn es so viele Optionen und so viel Druck gibt. Ich fragte Tom, wie er seine Entscheidung getroffen hat. Er sagte, er habe sich Zeit genommen, um über seine Interessen und Werte nachzudenken. Das klingt nach einem klugen Ansatz. Hat er dir Tipps gegeben, wie man nachdenken kann? Er schlug vor, dass ich jede Woche etwas ruhige Zeit verbringen soll, um darüber nachzudenken, was mich glücklich macht. Er sagte auch, ich solle verschiedene Aktivitäten ausprobieren, um herauszufinden, was ich wirklich mag. Mir gefällt diese Idee. Neues auszuprobieren kann dir helfen, mehr über dich selbst zu lernen. Ja, Tom ermutigte mich, Kunstkurse zu besuchen, ehrenamtlich zu arbeiten und sogar zu reisen, wenn ich kann. Er sagte, Erfahrungen seien wichtiger als ein perfekter Plan. Da stimme ich zu. Manchmal kommt das beste Lernen aus Erfahrungen, nicht aus Lehrbüchern. Nach unserem Gespräch fühlte ich mich sicherer in meinen Entscheidungen. Ich begann, einen Besuch an einer Kunstschule zu planen, um zu sehen, ob es das Richtige für mich ist. Das sind großartige Neuigkeiten. Ich freue mich zu hören, dass du Schritte in Richtung deiner Träume unternimmst. Danke, Ben. Ich habe das Gefühl, dass mir das Gespräch mit Tom geholfen hat, meine Zukunft klarer zu sehen. Solche Gespräche sind sehr wichtig. Sie können die Art und Weise verändern, wie wir denken und uns helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Ja, ich glaube, dass das Teilen von Ideen und Gefühlen der erste Schritt zum persönlichen Wachstum ist. Da stimme ich zu. Ich spreche oft mit meiner Schwester über mein Studium und meine Ziele. Das hilft mir sehr. Mit jemandem zu sprechen, dem man vertraut,
kann einen großen Unterschied machen. Es ist wie ein Spiegel, der deine Gedanken reflektiert. Genau. Manchmal schreibe ich nach solchen Gesprächen in mein Tagebuch, um meinen Kopf klar zu bekommen. Das ist eine gute Gewohnheit. Schreiben kann dir helfen, deine Gefühle und Ideen zu verarbeiten. Ich habe gelernt, dass Planung wichtig ist, aber auch Flexibilität. Das Leben kann sich ändern und wir müssen uns anpassen. Ja, das habe ich auch von Tom gelernt. Er sagte, sein Karriereweg sei nicht einfach gewesen, aber er ist glücklich, weil er auf sein Herz hört. Ich bewundere Menschen, die Risiken eingehen, um ihrer Leidenschaft zu folgen. Es ist nicht immer einfach, aber oft lohnt es sich. Da stimme ich zu. Ich möchte eine von diesen Personen sein. Ich möchte neue Dinge ausprobieren und sehen, wohin sie mich führen. Ich glaube, du kannst das schaffen, Ava. Du bist kreativ und mutig. Danke, Ben. Deine Unterstützung bedeutet mir viel. Ich bin immer hier, um zuzuhören und zu helfen. Wir alle brauchen Freunde, die sich kümmern. Ja, ich fühle mich glücklich, dich als Freund zu haben. Unsere Gespräche bringen mich immer zum Nachdenken. Ich empfinde das Gleiche. Mit dir zu reden ist immer interessant und hilfreich. Ich werde sicherstellen, dass ich mehr Gespräche wie dieses mit meiner Familie und meinen Freunden führe. Es hilft mir zu wachsen. Das ist ein guter Plan. Ich möchte auch mehr mit meinen Eltern über meine Zukunft sprechen. Sie haben gute Ratschläge. Ja, Familiengespräche sind sehr wichtig. Sie können dir unterschiedliche Perspektiven geben. Da stimme ich zu. Ich werde meine Schwester fragen, ob sie auch über unsere Karriereentscheidungen sprechen möchte. Das ist eine großartige Idee. Ideen zu teilen kann jedem helfen zu lernen und sich unterstützt zu fühlen. Ich bin froh, dass wir heute dieses Gespräch hatten, aber es hat mich an die Kraft der Worte erinnert. Ja, Ben, über unsere Gefühle und Ideen zu sprechen, kann unser Leben zum Besseren verändern. Ich fühle mich inspiriert, meine Zukunft sorgfältiger zu planen. Ich möchte meiner Leidenschaft folgen, genau wie Tom. Ich fühle mich auch inspiriert. Ich werde damit anfangen, jede Woche Zeit für meine Ziele einzuplanen. Das ist ein guter Anfang. Ich werde das Gleiche tun. Vielleicht können wir später unsere Pläne teilen. Das würde mir sehr gefallen. Wir können uns gegenseitig helfen, auf Kurs zu bleiben. Ja, lass uns einen Plan machen, uns jeden Monat zu treffen und über unsere Fortschritte zu sprechen. Da stimme ich zu. Das wird eine gute Möglichkeit sein, motiviert zu bleiben. Ich bin gespannt, wohin uns unsere neuen Pläne führen werden. Ich auch, Ben. Ich glaube, dass wir durch Planung und Reflexion eine glückliche Zukunft schaffen können. Danke, dass du heute deine Gedanken mit mir geteilt hast, Ava. Ich lerne immer etwas Neues von dir. Danke, Ben, dass du zugehört hast. Ich schätze deine Freundschaft und Unterstützung. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Ich bin sicher, es wird so interessant wie dieses. Ich freue mich auch darauf. Lass uns weiterreden und unsere Ideen teilen. Ja, lass uns weiterhin voneinander lernen. Solche Gespräche bereichern das Leben. Da stimme ich zu, Ben. Über unsere Träume und Entscheidungen zu sprechen, hilft uns zu wachsen. Ich fühle mich nach unserem Gespräch sicherer in Bezug auf meine Zukunft. Ich weiß, dass ich meiner Leidenschaft folgen und glücklich sein kann. Ich fühle das Gleiche. Ich bin bereit, neue Möglichkeiten zu erkunden und mehr über mich selbst zu lernen. Lass uns versprechen, uns immer gegenseitig zu unterstützen, egal welchen Weg wir wählen. Ich verspreche es, Ben. Wir sind Freunde und Freunde helfen einander.
Danke, Ava. Ich bin froh, dass wir heute dieses Gespräch hatten. Es hat meine Denkweise erheblich beeinflusst. Danke, Ben. Ich freue mich, meine Ideen mit dir zu teilen. Ich fühle mich immer besser nach unseren Gesprächen. Ich werde meiner Schwester von unserem Gespräch erzählen. Vielleicht möchte sie auch mit dir reden. Das wäre schön. Ich würde liebend gern meine Gedanken mit ihr teilen. Lass uns bald wieder treffen, um mehr über unsere Pläne zu sprechen. Ich bin sicher, wir werden neue Ideen zu teilen haben. Da stimme ich zu, Ben. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Ich lerne immer so viel von dir. Ich auch, Ava. Unsere Gespräche sind ein wichtiger Teil meines Tages. Ich werde heute Abend in mein Tagebuch über unser Gespräch schreiben. Es hilft mir, mich an das Gelernte zu erinnern. Ich werde auch etwas Zeit nehmen, um über unser Gespräch nachzudenken. Meine Gedanken niederzuschreiben macht alles klarer. Nochmals danke, dass du zugehört hast, Ben. Du bist ein großartiger Freund. Danke, Ava. Ich bin glücklich, dein Freund zu sein. Lass uns weiter reden und uns gegenseitig helfen. Ja, lass uns weiterhin unsere Ideen und Träume teilen. Gemeinsam können wir unsere Zukunft hell gestalten. Ich glaube, dass uns unsere Gespräche beiden helfen werden, erfolgreich zu sein. Ich freue mich darauf, was wir als nächstes tun werden. Ich freue mich auch, Ben. Ich weiß, dass wir mit Planung und Unterstützung unsere Ziele erreichen können. Lass uns versprechen, uns jeden Monat zu treffen und über unsere Fortschritte zu sprechen. Ich bin sicher, wir werden viele gute Geschichten zu teilen haben. Ich verspreche es, Ben. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Danke, dass du ein guter Freund bist und meinen Ideen zuhörst. Danke, Ava. Ich genieße unsere Gespräche immer. Sie bringen mich zum Nachdenken und inspirieren mich. Ich werde dich nächste Woche anrufen, um einen Termin für unser nächstes Treffen zu vereinbaren. Das klingt großartig. Ich freue mich darauf. Hab einen schönen Tag, Ben. Ich bin froh, dass wir heute gesprochen haben. Hab einen schönen Tag, Ava. Ich bin auch froh. Bis bald. Bis bald, Ben. Pass auf dich auf. Du auch, Ava. Auf Wiedersehen für jetzt. Gespräch. Gespräch. Das Gespräch war interessant. Ich habe ein Gespräch mit meinem Freund. Wir führen ein wichtiges Gespräch heute. Zukunft. Zukunft. Die Zukunft ist ungewiss. Ich plane meine Zukunft sorgfältig. In der Zukunft wird es neue Technologien geben. Karriereentscheidungen. Karriereentscheidungen. Karriereentscheidungen sind wichtig für die Zukunft. Viele Menschen treffen Karriereentscheidungen früh im Leben. Karriereentscheidungen können stressig sein, aber auch spannend. Nachdenken. Nachdenken. Ich muss über die Entscheidung nachdenken. Nachdenken hilft mir, klarer zu sehen. Hast du Zeit zum Nachdenken? Druck. Druck. Der Druck ist zu hoch. Ich spüre den Druck in dieser Situation. Die Maschine erzeugt viel Druck. Leidenschaft. Leidenschaft. Leidenschaft ist wichtig für den Erfolg. Die Leidenschaft für Musik motiviert sie. Er spricht mit Leidenschaft über sein Hobby. Kunstkurse. Kunstkurse. Die Kunstkurse sind sehr interessant. Ich habe mich für 2 Kunstkurse angemeldet. Die Kunstkurse finden jeden Samstag statt. Ratschläge. Ratschläge. Die Ratschläge sind sehr hilfreich.
Ich gebe dir gerne Ratschläge. Hör auf die Ratschläge deiner Freunde. Erfahrungen. Erfahrungen. Ich habe viele Erfahrungen gemacht. Erfahrungen sind wichtig für das Lernen. Teile deine Erfahrungen mit uns. Flexibilität. Flexibilität. Flexibilität ist wichtig in der heutigen Arbeitswelt. Die Flexibilität des Plans hilft uns, schnell zu reagieren. Wir schätzen die Flexibilität in unseren Arbeitszeiten. Risiken. Risiken. Risiken sind immer vorhanden. Wir müssen die Risiken gut einschätzen. Die Risiken können vermieden werden. Perspektiven. Perspektiven. Es gibt viele Perspektiven auf dieses Thema. Wir sollten die Perspektiven der anderen respektieren. Seine Perspektiven sind sehr interessant und einzigartig. Wachstum. Wachstum. Das Wachstum der Stadt ist beeindruckend. Wir sehen ein stetiges Wachstum der Pflanzen. Wachstum ist wichtig für die Wirtschaft. Unterstützung. Unterstützung. Ich brauche deine Unterstützung. Die Unterstützung war sehr hilfreich. Ohne Unterstützung ist es schwer. Reflexion. Reflexion. Die Reflexion im Spiegel ist klar. Wir sollten über die Reflexion unserer Entscheidungen nachdenken. Die Reflexion des Lichts erzeugt schöne Farben. Denkweise. Denkweise. Die Denkweise der Schüler ist wichtig. Eine positive Denkweise hilft im Leben. Ich schätze ihre Denkweise sehr. Gedanken. Gedanken. Ich habe viele Gedanken. Die Gedanken sind wichtig. Sie teilt ihre Gedanken mit mir. Tagebuch. Tagebuch. Ich schreibe jeden Abend in mein Tagebuch. Mein Tagebuch enthält viele Geheimnisse. Sie liest oft ihr Tagebuch vor dem Schlafen. Wie hat Tom Ava beeinflusst, ihre Zukunft zu planen? Was plant Ava nach ihrem Gespräch mit Tom? Was haben Ava und Tom in ihrem Gespräch besprochen? Was hat Tom Ava geraten, um herauszufinden, was sie glücklich macht? Gut gemacht. Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.